In dieser Folge sind wir noch in Ramleshwaran und an einem Abend wird Steffen plötzlich in den Zeh gebissen. Weil es dunkel war, konnten wir nicht sehen, was es war und so sind wir vom Schlimmsten ausgegangen, haben Steffens Fuß eingewickelt und sind mit Tuk-Tuk und Auto Richtung Krankenhaus gefahren. Wir mussten in ein Governmental-Krankenhaus fahren, weil es nur dort Gegengift gegeben hätte. Eine Dreiviertelstunde später sind wir dann dort angekommen und die Ärztin meinte zu uns, dass jeder, der es ins Krankenhaus schafft, einen Schlangenbiss auch überlebt. Vorsichtig haben wir gefragt, wie viele Leute es denn nicht schaffen, aber das hat sie uns nicht beantwortet. Man konnte den Biss in Steffens Zeh sehen, allerdings war da nur ein Punkt. Bei einem Schlangenbiss sind normalerweise 2 Punkte da. Da es aber am Zeh war, kann es auch gut sein, dass der zweite Zahn einfach abgerutscht war. Und so wurde Steffen vorsichtshalber über Nacht dort festgehalten, eine Kochsalzlösung gehängt und es wurden im Abstand von mehreren Stunden mehrere Bluttests gemacht. Insgesamt waren das 5 oder 6 Bluttests. Es war immer alles in Ordnung und Steffen ging es auch die ganze Zeit gut. Also war es wahrscheinlich doch eher nur eine Eidechse oder irgendwas anderes, was ihn da gebissen hat. Es war aber auch ziemlich interessant, mal in so einem Governmental-Krankenhaus zu sein. Die Governmental-Krankenhäuser sind auch komplett kostenlos. Als Steffen entlassen wurde, wollten wir eigentlich auch irgendwas bezahlen oder zumindest eine Spende dalassen. Aber uns wurde gesagt, dass das nicht möglich ist und auch nicht üblich ist und dass wir einfach gehen können. Ansonsten war das Krankenhaus sehr einfach, ziemlich schmutzig auch. Auch das Bett, auf dem wir gelegen haben, war ziemlich schmutzig. Früh morgens kamen dann ein paar Schwestern und haben gesagt, sie müssten jetzt einmal das Bett machen, ob wir einmal aufstehen könnten. Und dann haben sie einmal die Matratze ausgeschüttelt und wieder hingelegt. Also man hat auch noch die ganzen Flecken gesehen von den Leuten, die da vorher waren und so. Es war halt auch eine Entgiftungsstation, auf der Steffen war, wo normalerweise auch Leute mit einer Alkoholvergiftung oder so hinkommen. Und es war schon nicht so schön, aber auch überhaupt nicht schlimm. Und vor allem die Ärzte und auch die Krankenschwestern wirkten sehr gut und sehr kompetent. In Indien ist uns irgendwie oft aufgefallen, dass meistens viele Leute irgendwie rumstehen. Es werden gefühlt 1000 Dinge gleichzeitig gemacht. Aber die Leute haben eine unglaublich sympathische Ausstrahlung dabei. Es gibt immer was zu lachen. சொல்லுங்க மேடம் வீட்டு சரி பார்த்தேன் நம்பர் 8 போல கூட்டிட்டு போலாம் யூ கோ டு நம்பர் 8 Thank you. Und die Leute haben zwar eine andere Mentalität, manchmal ziemlich bestimmt, aber sind immer sympathisch und sehr nett dabei. Name? Janine. Name? My husband Stefan Kagera. Stefan. No name? Janine. Going to number 8, the test. The test. Yes. Nach 14 Stunden durften wir dann das Krankenhaus verlassen. Wir haben noch ein bisschen Zeit in Ramleshwaran verbracht. Und dann wollten wir die Verschiffung vom Synchro organisieren, um von Indien nach Sri Lanka zu kommen. Allerdings darf man ein Auto nicht von irgendeinem Hafen verschiffen, sondern das können nur bestimmte Häfen machen, da das Auto mit einem bestimmten Stempel auch wieder aus dem Land rausgenommen werden muss. Und für uns war der nächste Hafen in Chennai, obwohl das eigentlich völlig auf dem falschen Weg war. Und dann kam plötzlich alles anders als gedacht. Ich muss in diesem Video einmal was sagen. Es ist auch sehr schwer, dieses Video zu machen. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich, was an diesem Tag passiert ist. Ich möchte es trotzdem noch mal kurz wiederholen und da auch keine große Sache draus machen und jetzt schon mal sagen, dass alles gut ausgegangen ist und Luke wieder bei uns ist. Es war aber so, dass an diesem Tag haben wir den Synchro am Strand geparkt. Steffen ist mit einem Taxi in die Stadt reingefahren
um die Verschiffung vom Synchro nach Sri Lanka zu organisieren. Ich bin im Auto geblieben und habe an den Videos gearbeitet. Luke haben wir dann immer unterm Auto angeleint, weil es im Auto viel zu heiß war für ihn und unterm Auto hatte er Schatten, da wehte noch ein bisschen Wind. Ich bin immer mal mit Luke gegangen und habe nach ihm geguckt und dann war plötzlich jemand am Auto und hat mir gesagt, dass jemand meinen Hund mitgenommen hat. Luke war wirklich weg und daraufhin startete eine unglaublich große Suche, die viel größer geworden ist, als wir das je gedacht hätten. Insgesamt haben wir 3 Monate gesucht und alle möglichen Wege probiert, um die richtigen Leute zu finden. We have been traveling from Germany to India in a small camper van. We live in the van, we sleep in the van, we cook in the van. The van is like our small, tiny home. And we have also been traveling with a dog. Ich möchte jetzt nicht nochmal auf alles eingehen, was wir auf dieser Suche gemacht haben und wie das alles war, aber wir haben dazu schon einmal ein Video gemacht. Wenn euch das also interessiert, ich verlinke das Video in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen. In diesem Video würde ich gerne auf ein paar Sachen eingehen, die wir noch nicht gesagt haben. Auch wenn das ein bisschen schwierig ist, weil viele Sachen doch sehr zusammenhängend sind. Die Sache mit Luke ist dann durch die Medien gerast und ist ziemlich groß geworden. Und so haben wir sehr viele Leute kennengelernt, die uns unglaublich geholfen haben. Ein paar von denen waren Shravan, Ashwat, Brina, Nandini und vor allem Vijaya. Eine Sache, die sehr traurig ist, uns aber unglaublich viel Hoffnung gegeben hat, war, dass in Chennai ziemlich viele Hunde geklaut werden. Meistens um in irgendeiner Form Geld damit zu verdienen. Und oft landen die Hunde dann bei illegalen Hundezüchtern. Sowas gibt es überall auf der Welt, auch in Deutschland. Und zumindest in Chennai ist es so, dass leider nicht alle, aber viele Tiere auch wiedergefunden werden. Und besonders Vijaya hat nie die Hoffnung verloren und immer wieder Poster aufgehängt, mit Leuten geredet, sogar noch nach Monaten. Und am Ende war es auch einer ihrer Poster und einer ihrer Unterhaltungen, die dafür gesorgt haben, dass wir Luke wiedergefunden haben. Das Ganze hat aber über 3 Monate gedauert. Und in diesen 3 Monaten ist einiges passiert. Und auch wenn diese Folge ein bisschen schwer zu machen ist, weil Luke nicht dabei war, möchte ich trotzdem erzählen, was in dieser Zeit alles passiert ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche Leute vielleicht von uns enttäuscht sein werden, weil sie, glaube ich, gedacht haben, dass wir die ganze Zeit in Chennai waren und die ganze Zeit Luke gesucht haben. Es ist aber auch einiges dazwischen gekommen, aber alles der Reihe nach. 10 Tage nachdem Luke uns weggenommen wurde, mussten wir Indien verlassen. Aus 2 Gründen. Unser Indien-Visa war dabei auszulaufen und wir hatten schon vor Monaten einen Kite-Kurs gebucht in Sri Lanka, um Kite-Lehrer zu werden. Wenn man als Kite-Lehrer arbeiten möchte, braucht man eine Lizenz und die hatten wir noch nicht. Unser Ziel war, die Lizenz zu machen und danach hoffentlich ziemlich schnell einen Job zu finden. Für uns hieß es nämlich auch langsam, dass wir entweder einen Job finden oder wieder zurück nach Deutschland müssen. Und auch wenn uns überhaupt nicht danach war, sind wir nach Sri Lanka geflogen, um den Schein zu machen und hoffentlich einen Job zu finden. Und zum Glück haben wir bei der Kiteschule, wo wir auch den Kurs gemacht haben, ein Jobangebot bekommen für die nächste Saison. Das war für uns eine unglaubliche Erleichterung. Es war aber erst Ende Juli und der Job sollte erst im Dezember starten. Und obwohl Sri Lanka wunderschön war und wir eigentlich einen Grund zum Feiern hatten, ging es uns überhaupt nicht gut. Und so sind wir ziemlich direkt nach unserem Kite-Lehrerkurs mit 2 neuen Indien-Visa wieder nach Chennai geflogen. Dort ging die Suche weiter. Und dann kam auch schon das nächste Problem. Und zwar mussten wir unser Auto aus Indien rauskriegen. Ursprünglich ist diese Folge über 30 Minuten lang gewesen, weil wir alles zusammenpacken wollten bis zu dem Zeitpunkt, wo Luke wieder bei uns war.
Es ist in der Zeit aber so viel passiert und deswegen haben wir uns überlegt, dass es besser ist, wenn wir diese ganze Geschichte in 3 Teile aufteilen. In der nächsten Folge fahren wir nach Nepal. Das lief leider auch nicht wie geplant. Aber dazu mehr in der nächsten Woche.